Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen Bonks und Aris. Bonks spielt mit folgender Schiffsaufstellung: Montana, Doppel Moskwa, Minotaur, Napoli, Svea, Haragumo, Daring und Marceau. Auf der anderen Seite bei Aris haben wir Bungo, Colombo, Moskwa, Minotaur, Svea, Haragumo, Doppel Daring und Ragnar. Zu Beginn schauen wir zu Bonks rüber, wie die sich aufteilen. Da haben wir zum einen Marceau, Haragumo, Moskwa und Minotaur Richtung A. Da wird wahrscheinlich auch der Smoke Train zusammen mit der Haragumo gespielt. Daring in die Mitte mit der Svea als Support wahrscheinlich. Und auf der anderen Seite haben wir dann Moskwa, Monty und Napoli, die rüberschieben. Bonks nur mit einem BB, also als kleiner Hinweis, aber der aufmerksame Zuschauer hat das auch schon gesehen. Auf der anderen Seite bei Ares haben wir Daring in die Mitte, Haragumo, Smoke Train mit Mino, Bungo und Daring zu A und Ragnar, Moskwa, Svea, Colombo zu C. Ich vermute mal, die Moskwa wird sich hier hinstellen, genauso wie die andere Moskwa. Es ist so ein klassischer Punkt. Die Darings werden sich hier so ein bisschen traden. Könnte sein, dass Bonks mit der Svea vielleicht die Daring hier gekillt bekommt. Mit dem Doppelradar. Ist eine Möglichkeit. Sonst sieht es hier so aus, als würde Ares sehr stark für C spielen. Und Bonks eher stärker für A aktuell. Bleibt also abzuwarten, wie das Ganze hier so läuft. Hier in der Mitte wird es wahrscheinlich am Anfang erstmal spannend werden. Ein paar Torps sind auch schon gesetzt von der Svea zum klassischen Cap Point. Oder der Position, wo eine Daring gerne mal cappen tut. Ragnar fährt ja sehr vorsichtig ans C-Cap ran. Daring capt oberhalb von der Insel. Marceau holt sich höchstwahrscheinlich das Early Cap in A. Schauen wir mal aufs Radar. Das Mino-Radar pirscht sich langsam ran. Also vielleicht wird das noch rechtzeitig ready, um die Marceau hier rauszudrücken, die ziemlich lang Breitseite fährt. Ich wundere mich, wann sie sich überlegt, mal rauszukiten. Oder er fährt einfach nach hinten raus. Kann man auch mal machen. Moskwa ist jetzt spotted in der Mitte von Bonks kurz gewesen. Kriegt aber keine Shots. Daring Hydro ist jetzt auch an. Ja, um mögliche Torps zu spotten, weil da sind so einige am Start. Ich meine auch die Torps, die jetzt auf die Bonks Daring gekommen sind, an die Insel, die kann man predikten. Er hat sein Hydro jetzt auch noch nicht gezogen. Jetzt zieht er es, wo die Torps schon vorbei sind. Wahrscheinlich spekuliert er so ein bisschen aufs zweite Set. Die Ragnar kriegt währenddessen C for free. Und jetzt wird die Frage sein, wie gut Bonks jetzt ihr A-Cap verteidigen kann und ob das Team von Ares jetzt Druck aufbaut in C mit der Svea und der Ragnar. In der Mitte ist noch alles schön entspannt. Die Daring versucht jetzt hier zu cappen, wird wahrscheinlich den Mixed resettet. Also ich vermute, gleich kommt das Radar. Die Torps sind auch gar nicht so schlecht. Wird der gedodged. Also ich denke mal, dass Ares gleich was machen muss. Die Torps haben auf jeden Fall die Daring wieder rausgedrückt. Ich denke, wir gucken mal hier drüben. Smoke Train ist gezogen. War der jetzt, ich glaube, der war jetzt eher für die Moskwa. Da kommt das Radar, um den Reset auf die Daring zu bekommen. Der Smoke kommt, also das kommt mir alles ticken zu spät. Die Torps machen nichts, aber er kriegt noch die Resets rein, also alles fein. Counterradar kommt keins von der Moskwa, das spart man sich hier auf, weil man sagt, hey, wenn der ins Cap reinfährt, dann können wir ihm auch noch was da lassen. Moskwa hier relativ aggressiv an der Insel. Da kann es tatsächlich sein, dass er vom Smoke Train gefarmt wird, wenn er da nicht aufpasst. Das Problem, was jetzt hier dieser Smoke Train hat, ist, er hat keinen Smoke, weil sie ihn hier hingeworfen haben. Das heißt, die Mino ist jetzt for free. Die wird da jetzt tatsächlich ein bisschen leiden, wenn die Bungo eine gute Salve bekommt. Ist das eine tote Minotaur? Eieiei, Schmetter.
Auf jeden Fall ist es eine halbierte Minotaur und die Haragumo leidet hier auch ganz gut. Aber sie kriegen auch ganz gute Trades hier tatsächlich. Also eine Nullnummer ist es nicht für Bongs. Aber es könnte doch tatsächlich etwas besser laufen. Ja, das ist halt, ich glaube, der Smoke war zu früh gezogen. Vielleicht wollte man tatsächlich seine Moskwa schützen. Aber es hätte halt auf Kosten der Minotaur passieren können. Muss man ehrlich sein. Also wäre möglich gewesen. Währenddessen werfen wir hier mal so einen kleinen Blick. Oh, die Daring hat gut gelitten, ne? Ist schon halbiert. War also ein gutes Radar hier von der Moskwa. Aber die andere Daring hat auch gelitten. Ja, und jetzt drücken sie hier so langsam die Bongs Boys raus bei C. Ja, jetzt wird die Moskau gefarmt. War absehbar, würde ich mal behaupten. Ich hätte die Moskau wahrscheinlich erstmal hier hinten gespielt und dann kann man immer noch gucken. Aber sie wollten halt dieses 12 Kilometer Radar einsetzen, was ihnen halt nur was bringt, wenn wirklich jemand ins Cap reinfährt, wie die Daring jetzt zum Beispiel. Aber die Daring kann die Moskwa ja auch außerhalb spotten und der wird halt jetzt von den zwei, ich sag mal, DPS-Monstern ganz gut runtergefarmt. Vor allem Haragumo ist da nicht zu unterschätzen. Oh, da hat sich die Ragnar catchen lassen. Überraschend. Tatsächlich gut einen bekommen. Ja, sie wissen halt, sie müssen ein bisschen Druck machen. Weil sie auf der anderen Seite kriegen sie eigentlich auch gut Druck. Also tatsächlich musst du mit der Ragnar hier nicht so viel machen. Ich hätte wahrscheinlich eher die Columbo Richtung Mitte geschoben. Also hier die Columbo etwas ins Zentrum rein, weil das C-Cap hast du safe. Mit der Sway und der Ragnar kannst du es für immer verteidigen. Ich hätte tatsächlich geguckt, dass ich fürs B-Cap jetzt mal spiele. Gerade weil Bongs halt jetzt alles, was in A war, alles, was in B war, zu A schickt. Und wenn du halt bei B keinen Druck hast, dann können die das halt for free machen. Und Open Water wird halt auch so eine Columbo abgefarmt. Und deswegen ist sie halt hier auch besser aufgeräumt, um vielleicht auch diese Moskwa ein bisschen zu pressern. Ja, dass der weiß, er kann jetzt nicht das machen, was er will. Außerdem müssen sie das BB dann noch mit verschieben. Kleines Gunduell Massot gegen Daring. Geht normalerweise immer ganz gut für die Massot aus. Im Zweifelsfall, außer man ist halt permaspottet danach, dann geht es eher nicht so gut aus. Wie man hier sieht, kriegt ihr ganz schlechte Trades gegen die Daring. Die Torps sehen aber ganz gut aus. Die Daring hat ihr Hydro auf Cooldown, aber weiß auch weiß auch, dass hier Torps kommen werden und ist hier auch safe. Hier kommen auch nochmal Cross-Shots von der Moskwa. Also kein Thema. Kommt hier auf jeden Fall lebend raus. Also, die Columbo gefällt mir da tatsächlich überhaupt nicht. Ja, also. Gut, er könnte vielleicht, also diese Moskwa, der lebt ja auch gefährlich. Also er fährt sehr weit zurück. Vielleicht versucht er sich umzupositionieren nach innen, um gegen die Columbo was zu machen. Tatsächlich, wenn die Columbo hier gestanden wäre, hätte die Moskwa sich nicht bewegen können. Und auch hier hätte die Columbo auf die Monty schießen können von die Innen. Hätte ihn wahrscheinlich auch in den Crossfire gezogen, weil wenn die Monty wegfährt, hätte er ihn hier beschießen können. So leidet er halt. Jetzt ist halt Nose-In, keine Deckung. Hier hätte er wenigstens in Deckung gehen können. Also gut, haben wir das auch kurz erwähnt. Ah, Bongs kriegt jetzt auch hier wieder eine Übermacht. Dadurch, dass halt im B-Cap kein Druck ist, ne? Das B-Cap wird halt überhaupt nicht unter Druck gesetzt von Ares und deswegen kann Bongs halt in A Ares rausdrücken. Das ist ganz einfach. Ja, und die Napoli kitet halt weg. Die Columbo leidet hier immer noch. Jetzt hat sie nämlich auch die Daring aufgemacht, weil er halt, jetzt kommt endlich der Druck. Die Daring hat halt jetzt die Möglichkeit, hier hochzufahren. Gut, jetzt verlieren sie das B-Cap, aber wie das B-Cap früher contestet, hätte die Daring jetzt hier nicht Feuer-Support geben können. Ja, also ich denke, gerade wenn man das C-Cap sicher hat, sollte man aktiver fürs B-Cap spielen und nicht auf der A-Linie eine Napoli verfolgen, die man vielleicht killen kann. Wenn man dafür tradet man halt ein komplettes BB.
Und wenn das BB tot ist, dann wird der Gegendruck kommen. Die Moskwa hat jetzt hier reingeschoben. Also das ist sehr risky gespielt von der Moskwa. Hier einfach reinzufahren, ohne zu wissen, wo die andere Moskwa ist, wird dafür auch massivst gepunished. Also viel zu aggressiv hier. Schmeißt eigentlich sein Schiff hier weg, muss man tatsächlich sagen. Wenn er hier safe stehen bleibt, ist alles in Ordnung. Überlebt es jetzt zum Glück, diesen Move. Aber, ja, auch hier wieder, ne? Wenn die Columbo hier steht, kann die Moskwa diesen Move nicht machen. Ja. Aber schauen wir mal auf die andere Seite. Hier ist nämlich jemand gestorben. Ja. Und zwar der DD von Bonks. Das heißt, sie haben jetzt keinen Smoke Train mehr. Die Moskwa wird jetzt wieder gefarmt. Also Ares macht jetzt Druck auf der A-Seite. Die Moskwa wird mittelfristig hier auch rausgehen. Die Moskwa hat überhaupt keinen Spaß. Und die Moskwa hat natürlich jetzt ein starkes Positioning. Direkt am B-Cap. Kann hier hochgucken. Hat jetzt leider nicht sein Radar gezogen, sonst könnte er ein bisschen auf die Daring böllern. Aber die Moskwa stirbt hier. Also den Move verstehe ich tatsächlich nicht. Vor allem, weil die Moskwa ist noch überhaupt nicht gedeckt. Jetzt kommen die Schiffe langsam nach und können ihm vorher Support geben. Ja. Also schon ein paar Moves, die ein bisschen gefährlich auch sind und die jetzt auch teuer waren in dem Fall. So, Daring smoked sich jetzt auch noch, um mit auf die Moskwa schießen zu können, weil den möchten sie raushaben. Die Minotaur böllert jetzt auch noch mit auf die Bungo. Wenn die Bungo da die Turrets gedreht bekommt, kann das tatsächlich auch scheppern. Der ist wahrscheinlich noch im Reload. Oder hat die Türme nicht ready? Oder er wartet. Ich glaube, er wartet auf einen Move. Aber ich würde tatsächlich jetzt schießen. Noch kannst du alle Türme benutzen. Okay, er hat versucht zuzugehen. Fair Point. Hat es auch geschafft. War wahrscheinlich wichtiger, als jetzt hier einen möglichen Kill zu bekommen. Ja, Moskwa stirbt auf der einen Seite. Die Moskwa wird auch demnächst sterben. Wurde jetzt nochmal gesmoked. Aber die Gdansk ist tatsächlich gestorben. Die war wahrscheinlich ein bisschen zu greedy hier auch. Jetzt hat die Svea ein kleines Problem, dass die Napoli hier nachschiebt. Ja, okay. Jetzt schiebt hier die Monty rein. Ja, klar, weil sie kann. Jetzt ist halt hier nichts mehr. Weil das BB ist halt tot. Jetzt hat die Monty ein Free Game. Und kann halt da Druck aufbauen. Aber die Massot sollte jetzt hier auf jeden Fall aufpassen, dass sie hier nicht rausgeht. Die Torps sind auch gut und da geht die Massot raus. Kriegt der hier die Torp-Hits auf die Dings. Ist hinfällig, weil sich Ares den Doppelkill holt und damit auch das Game. Ja, also da habe ich tatsächlich die Punkte ein bisschen außer Acht gelassen. Ja, da ging es dann auf einmal schnell. Gut, damit holt sich Ares Game Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch.